In Ecuador spüren wir immer deutlicher, dass unsere Reise durch die Amerikas langsam an ihr Ende kommt. Es ist ein seltsames Gefühl. Einerseits wollen wir jeden Moment noch einmal ganz bewusst in uns aufnehmen. Ich spüre das gerade total, dass ich einfach nochmal so alles richtig aufsaugen möchte. Gleichzeitig ist unser Kopf nach 5 Jahren Vollzeitreisen ziemlich voll. Während wir durch die wolkenverhangenen Berge fahren, kreisen die Gedanken. Sind wir mit dem Kopf noch da oder längst im nächsten Kapitel? Wir fahren zwar zur Mitte der Welt, doch für uns fühlt es sich viel mehr nach dem Ende an. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir befinden uns weiterhin in den Anden Ecuadors und weiterhin in der Regenzeit. Bisher hat uns ja dieses Wetter eher oft einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber diesmal stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir haben was richtig Cooles vor und ich muss sagen, ich freue mich schon seit Wochen drauf. Ja, ich mich auch ein bisschen. Also dann los. Preparados, parlantes de música y claramente las bebidas alcohólicas, ¿no? Aquí tienen. Muchas Vale, gracias. Wir sind hier übrigens in den Termas de Papallacta, eine richtig gehende Thermenlandschaft, voll von Becken mit Thermalwasser. Die Temperatur soll 35 bis über 40 Grad messen. Und ja, also allein schon hier dieses Grün, dieses üppige Grün ist ja eine wundervolle Kulisse, um hier einfach jetzt mal ein bisschen so sich zu entspannen. Wir dürfen übrigens auch hier gleich übernachten. Wir zahlen $6 pro Person und der Eintritt hierher ist $10,50 pro Person. Also ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert, wenn wir uns hier jetzt was gönnen. Oh, wir haben uns jetzt umgezogen und freuen uns schon so richtig ins warme Becken, denn es ist echt kalt. Wir haben ja heute etwa 8 Grad Außentemperatur. Also müssen wir uns schleunigst aufwärmen. Es tut so gut, sich in den Becken aufzuwärmen. Ich muss zwar sagen, der Kontrast ist schon sehr groß. So von der kalten Luft ins warme Becken, da brennen einem erstmal die Füße. Aber dann gewöhnt man sich so langsam. Und wir starten jetzt auch mit eher quasi kühleren Becken. Wir sind jetzt hier in einem Becken mit etwa 37 Grad. Aber also ich weiß nicht, ob du dich weiter vorarbeiten willst, aber ich gehe auf jeden Fall nachher in noch wärmere Becken. Meine Wohlfühltemperatur ist so bei 40, 42 Grad. Roberto ist eher so bei 38, 39. Wir haben ja schon bei der Herfahrt von den Vulkanen gesprochen und die sind natürlich auch der Grund, wieso hier überhaupt dieses warme Wasser ist. Und Papallacta sind auch nicht die einzigen Thermalquellen, die es hier gibt. Hier gibt es ein ganzes Gebiet voll von heißen Quellen. Und die Hitze kommt eben von dieser vulkanischen Aktivität. Hier konkret sind es Risse im Boden, wo dieses warme Wasser dann an die Oberfläche tritt. Aber es gibt hier auch noch einen zweiten Strom, wo eiskaltes Wasser aus den Bergen runterfließt. Es soll wohl auch ein Becken geben mit diesem kalten Wasser. Das suchen wir nachher noch, weil das soll ja den Kreislauf anregen. Aber am liebsten sind wir natürlich hier im warmen Wasser. Und es ist auch hier so, je näher man der Quelle ist, desto wärmer ist das Wasser. Und was ich auch noch besonders finde, das Wasser ist ja schwefelhaltig, es enthält Calcium, Magnesium und weitere Mineralien, aber man riecht gar nichts. Also das Wasser ist wirklich kristallklar und man hat nicht diesen Schwefelgeruch wie bei anderen heißen Quellen. Es ist so richtig, ja, richtig so, um sich gehen zu lassen, um das Panorama der Berge zu genießen. Und ich finde auch dieser Nebel in den
in den Bergspitzen. Es gibt ihm so eine tolle Stimmung. Was ich so beeindruckend finde hier, wir sind auf 3300 Metern und schaut euch an, wie grün alles ist, was für Pflanzen hier wachsen. Also das habe ich überhaupt nicht erwartet, aber auf der anderen Seite macht es auch wirklich Sinn, dass es hier so grün, so saftig grün ist, denn wenn man weiter runterfährt, kommt man ins Amazonasgebiet. Also macht es schon Sinn, dass es so grün ist, aber trotzdem so unerwartet und ja, so schön. Ich finde ja diese Thermen richtig schön. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, sind ja, diese blauen Kacheln überall. Das gibt dem Ganzen so ein Schwimmbad-Feeling. Auf der anderen Seite, ich würde sagen, wir sind schon ein bisschen verwöhnt mit all den Thermen, die wir gesehen haben. Vor allem die in Chile, die Thermas Geometricas, die waren ja ein richtiger Traum. Aber ist trotzdem schön. Also man kann hier ein bisschen rumlaufen, ein bisschen entdecken. Also ja, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Diese Kacktür immer. Ja, wirklich. Genau wenn es regnet. Ja. Aber es hat richtig gut getan, nicht wahr? Oh ja, es war einfach so mit diesem Regen, diesem Schmuddelwetter und dieses warme Wasser. Ein Traum. Oh. Der Nachteil bei diesem Schmuddelwetter, also einer der Nachteile, ist, dass wir halt auch stromtechnisch relativ knapp werden. Also wenn wir nicht fahren und auch keine Sonne reinkommt, dann kommt auch kein Strom rein. Und deswegen haben wir jetzt auch unser Handy und die Mikrofone, die wir vorher benutzt haben, bei der Jackery Power Station eingesteckt, um das da zu laden. Und wir sind einfach nur jedes Mal in solchen Situationen so froh, dass wir die Power Station da haben, denn ja, damit können wir ja unsere gesamte Energiekapazität um so viel strecken. Das ist echt die Rettung bei solchem Wetter. Ja, aber jetzt gibt es endlich mal Essen. Wasser macht immer hungrig. Geht's euch auch so? Ja, und dann, glaube ich, gehen wir früh ins Bett. Der Tag heute startet nass, grau, aber ich finde ja, das macht genau den Charme dieser Region hier aus. Die Berge mit diesen Nebelschwaden, die in den Gipfeln hängen und ja, diese verhangenen Wälder. Ich finde, das hat so eine ganz besondere Stimmung und deswegen bin ich heute schon relativ früh unterwegs. Ich wollte mich nämlich noch mal ein bisschen da in diese Natur umsehen, noch mal da rein eintauchen und ja, ich bin voller Begeisterung. Es ist übrigens ein sehr kurzer Weg, den ich gehe. Es sind gerade mal knapp 2 Kilometer. Es ist der Sendero de la Isla, der am Rio Papallacta entlang geht. Und der Rio Papallacta ist ja auch der an den Thermen vorbeifließt und aus dem auch das Wasser teilweise gewonnen wird für eben diese Thermalbäder, in denen wir gestern eigentlich waren. Entsprechend ist auch das Klima, das Wetter weiterhin sehr unbeständig. Als ich losgelaufen bin, war es trocken. Jetzt zwischendurch hat es mal richtig geregnet. Ich muss mich mal kurz verkriechen in diesem Dickicht, damit ich nicht komplett nass werde. Jetzt nieselt es wieder ein bisschen. Also es ist wirklich so wechselhaft, aber ich weiß nicht, irgendwie feiere ich genau das. Dieses
der Natur nahe sein, dieses direkte Erleben, auch wenn man ein bisschen nass wird, wenn man sich irgendwie so durch den Wald ein bisschen kämpfen muss. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es jetzt so gegen Ende unserer Reise geht und man ist so hin und her gerissen zwischen, man freut sich auf das, was einen zu Hause erwartet, weil wir ja doch ein paar Projekte angehen wollen, aber gleichzeitig, ja, wir haben zwar noch kein fixes Datum, aber einen Zeitrahmen und dann ist es so begrenzt und dann will man noch mal so richtig genießen, was man hier für Möglichkeiten hat, diese so komplett andere Natur, Kultur, so, ja, ich spüre das gerade total, dass ich einfach noch mal so alles richtig aufsaugen möchte. Ich glaub's nicht. Ich finde ja diesen Wald hier schon so toll. Und dann gibt's hier einfach auch noch Lamas. Hier ist eine Weide mit Lamas. Oh Mann. Ich hatte eigentlich schon gedacht, es ist vorbei mit Lamas und Alpakas. Und da sind sie einfach. Grasen friedlich, nagen die Bäume ab. Oh, ein bisschen traurig sehen sie aus mit dem nassen Fell. Aber es sind Lamas. Ich muss sagen, ich wusste ja nicht wirklich, was mich auf diesem Spaziergang erwartet. Sollte auch einfach eine kleine, gemütliche Morgenrunde sein. Aber das hier hat ja wirklich alles getoppt. Ich bin aber nur froh, dass ich es wirklich gemacht habe, weil ich dachte mir schon morgens, als es so grau war, so ja, soll ich wirklich gehen? Lohnt sich das? Und ja, hat es. Ich bin so froh. Ach, genial. So, aber ich bin schon viel länger unterwegs, auch als ich dachte. Von dem her schaue ich jetzt, dass ich langsam zurückkomme, damit Roberta nicht allzu lange auf mich warten muss. Ich habe mir heute noch was vor. Hola! Hola, na, wie war's? Nass. Nass? Ja, du siehst Ja. ziemlich Durchnässt aus? ja. Ja, der Imprägnierspray hat irgendwie auch nicht viel gebracht. Nicht? Aber es war richtig schön. Okay. Ja. Und wie war es bei dir? Ganz entspannt, gemütlich. Frisch gemacht, bisschen aufgeräumt, die Heizung angemacht. Es ist richtig kalt geworden. Ja. Keine Ahnung, wann wir das letzte Mal die Heizung an hatten, aber sie funktioniert auf jeden Fall noch. Ja, noch ein bisschen mit dem Video gearbeitet. Kannst du gleich mal nachschauen, wie es aussieht. Und ja, dann sollten wir aber langsam los. Wir haben noch einiges vor uns heute, oder? Ist so. Der Van ist so gut wie fertig. Wir können dann gleich losfahren. Auch der Akku von heute früh lädt wieder. Und ich muss auch sagen, ich staune immer wieder, auch wenn wir regelmäßig Sachen über die Powerstation laden, wie lange die hält. Wir haben auch etwa 1000 Wattstunden an Stromkapazität. Aber gerade wenn es ja mehrere Tage mal schlecht Wetter ist, dann ist das schon eine erhebliche Hilfe. Schaut doch selber gerne auch bei Jackery vorbei, wenn ihr selber nach einer Ergänzung zu eurem Stromsetup oder auch eine eigenständige Stromlösung sucht. Mit dem Code TRAVELERS erhält ihr auch 5% Rabatt und ihr findet dann natürlich auch verschiedene Varianten, verschiedene Größen, sodass für jeden was Passendes dabei ist. Auf der einen Seite freue ich mich richtig, dass wir jetzt dieses kalte, nasse Gebiet verlassen. Wobei ich glaube,
in ein paar Wochen werden wir uns danach sehnen, wenn es dann wieder richtig heiß ist. Aber ja, wir fahren jetzt einmal über den Hügel drüber, Richtung Quito wieder zurück. Und von da geht es dann weiter. Und ja, ich hoffe, dass mal auf der anderen Seite das Wetter wieder besser ist. Denn da sind wir wieder näher zum Meer, beziehungsweise ja, auf der anderen Seite des Berges, was zum Meer ausgerichtet ist. Ja, mal schauen. Gar nichts mehr. Das ist ja richtig. Sieht so aus, als hätte sich die Hoffnung bewahrheitet. Es war nicht so ganz direkt nach dem Gipfel, aber tatsächlich scheint jetzt die Sonne und wir haben jetzt auch schon, wow, 14,5 Grad. Das ist ja richtig warm im Vergleich zu heute früh. Also ja, so macht es auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, die Regenjacke kann ich dann nachher auch weglegen. Obwohl, ich will es nicht verschreien. Also auch rund um Quito war es ja immer sehr wechselhaft. Naja, auf jeden Fall sind wir auch schon ein gutes Stück vorangekommen. Ich glaube, eine halbe Stunde brauchen wir noch etwa. Dann sind wir auch schon am ersten Ziel. Shotgun ride on my Friday night, sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road, no plans, just a cranked up radio. Ain't promising forever, ain't no end in sight. Girl, I'm loving the ride. Can't you feel this is real, you and me? Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort, der quasi eigentlich für die ganze Welt relevant ist. Ecuador heißt ja Ecuador, weil es nach dem Äquator benannt worden ist. Und hier an dieser Stelle, 20 Meter weiter da nach hinten, da ist der Mittelpunkt der Erde. Es gibt rund um Quito ein paar Orte, die das von sich behaupten. Und wir kommen dann gleich noch drauf zurück, wieso das hier der echte Mittelpunkt der Erde ist. Überall in Ecuador geht es ja immer wieder um diese Mitad del Mundo, diesen Mittelpunkt der Erde. Und ich dachte ja ehrlich gesagt erst, dass das eher so ein Marketing-Ding ist, wo man versucht, die Dinge größer zu machen und vor allem mehr Touristen anzulocken. Aber es gibt tatsächlich einen Hintergrund. Der Äquator verläuft ja eigentlich rund um den Globus, das heißt auch zum Beispiel durch Afrika. Wieso ist also nicht da der Mittelpunkt der Erde? Anscheinend hat das einen relativ pragmatischen Grund, denn die Forscher, die damals unterwegs waren, um den Äquator oder die Erde zu vermessen, fanden in Ecuador die besseren Bedingungen, denn hier sind diese hohen Berge, die Vulkane, von wo aus man weite Sicht hat und gut Referenzpunkte in der Ferne suchen kann, aufgrund derer dann die Vermessungen vorgenommen werden. Das ist in Afrika nicht möglich, denn um den Äquator herum ist da die Topografie viel flacher und der dichte Regenwald und Dschungel macht es natürlich auch noch viel schwieriger, dahin hinzukommen und Vermessungen vorzunehmen. Das heißt, es hat einen ganz einfachen Grund, wieso hier der Mittelpunkt der Erde ist, denn hier wurden auch die Vermessungen gemacht. In diesem kleinen Museum hier werden einige Dinge wirklich richtig gut erklärt und es gibt hier auch ein Modell, das ein bisschen veranschaulicht, wie die Sonne und die Erde zusammen wirken, beziehungsweise auch wie Sommer und Winter genau zustande kommen.
Der Einfachheit halber wird es hier so dargestellt, als würde die Sonne um die Erde kreisen. Natürlich ist es aber andersrum, das wissen wir ja alle. Auf jeden Fall, wenn wir uns quasi am Äquator befinden, sind wir hier auf 0 Grad und das hier ist dann die Richtung, in der sich die Sonne bewegt. Wenn wir uns aber jetzt in die nördliche Hemisphäre bewegen, zum Beispiel nach Deutschland, das etwa bei 54 Grad liegt, ändert sich der Wirkungsgrad der Sonne. Und je nachdem, ob wir zum Beispiel im Dezember sind oder im Juni, befindet sich auch die Sonne an einer anderen Stelle. Und damit ändert sich auch der Einfallgrad des Lichts der Sonne und deswegen auch die Hitze und die Länge der Tage und Nächte. Also es ist sehr interessant hier so ein bisschen zu sehen, wie eben sich die Sonne dann im Verhältnis zur Erde bewegt. Und für alle, die jetzt sagen, ja aber schau, die Erde ist doch eine Scheibe. Nein, die Erde ist keine Scheibe. Ich verstehe immer noch nicht, wie heutzutage Leute noch daran glauben können, dass die Erde eine Scheibe ist. Egal, ich finde die Anlage richtig schön hier. Und hier, genau hier, ist der Mittelpunkt der Erde. Und ich zeige euch jetzt gleich was. Und ihr seht, dass ich euch keinen Mist erzählen, denn wir haben hier Breitengrad 0. Und das ist nur am Äquator so. Und eine weitere coole Sache, am 21. März und am 23. September scheint genau hier oben die Sonne. Und nur dann, und sie wirft überhaupt keinen Schatten. Das Modell, das wir vorhin gesehen haben, ist eigentlich auch nur eine Verkleinerung von diesem Monument hier, einer riesigen überdimensionalen Sonnenuhr. Und wir haben sogar noch Glück. Ich habe ihn erst gar nicht richtig gesehen, aber da hinten ist auch der dritthöchste Gipfel Ecuadors, Cayambe, auch ein Vulkan. Und also wir hatten ja nicht viel Glück mit unseren Vulkanen, aber den hier sieht man ja nun wirklich gut. Ich finde es auch richtig schön, wie sie einem hier ein bisschen versuchen bewusst zu machen, was für ein Weltbild wir eigentlich haben. Denn beim Äquator denkt man oft an eine Gegenüberstellung von Nord- und Südhemisphäre. Also es ist das eine gegen das andere, das wird getrennt. Aber dabei heißt ja Ecuador eigentlich sowas wie, ja, Equalizer auf Englisch, sowas wie etwas, das balancieren soll oder gleichstellen, ausgleichen soll. Und es geht hier viel mehr um ein Miteinander, um eine Vereinigung, als dass man sich gegeneinander ausspielen soll. Nord gegen Süden. Hier geht es vielmehr eher darum, dass der Osten, der Ort, wo die Sonne aufgeht, eigentlich der Orientierungspunkt sein soll und der für die ganze Erde gleichermaßen gelten soll. Das finde ich jetzt richtig interessant. Wenn wir nördlich vom Äquator leben, dann sehen wir immer diese Sternbilder. Wenn wir aber südlich vom Äquator leben würden, dann würden wir diese Sternbilder sehen. Und die Leute, die ja ziemlich nah am Äquator leben, sehen einfach alle Sternbilder. Das ist schon verrückt, nicht? Ja, wirklich. Ich würde sagen, das war ein richtig toller Ausflug, wo wir richtig viel gelernt haben wieder einmal, nicht wahr? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, für mich sind Monumente meistens eher so Orte, wo ich mir denke, so, ja und jetzt? Aber hier haben wir echt viel gelernt, das war schon spannend. Ja, voll. Und natürlich gibt es auch ein paar Mythen bezüglich dem Äquator. Den einen kennt ihr wahrscheinlich alle, dass wenn man im Norden die Spülung von der Toilette betätigt, das Wasser in eine andere Richtung geht, als wenn man das im Süden des Äquators macht, oder? Genau, da gab es ja diese berühmte Simpsons-Folge auch dazu. Das stimmt nicht, das ist fake. Ja, das hat einfach mit dem Drehimpuls zu tun, bei dem das Wasser anfängt zu wirbeln, egal wo man sich befindet. Genau. Und ein weiterer Fake ist auch, dass man auf der einen Halbkugel schwerer wäre als auf der anderen. Stimmt natürlich auch nicht. Erdanziehungskraft ist überall quasi dieselbe. Genau. Und dann gibt es noch einen dritten Mythos, das mit dem Ei. Dass wenn man genau am Äquator ein Ei auf oben oder unten, oder wie sagt man das? Ich weiß nicht, einfach aufstellt, also auf so diese, ja, auf oben oder unten, Ja. dass es dann steht. Genau, dass es nicht runterfällt. Auch das stimmt nicht. Es gibt ja dieses eine andere Monument, da ist aber eine kleine Vertiefung und da darf man das Ei draufstellen und dann da steht es funktioniert's, eher. ja. Aber das ist einfach, Naja. ja, naja. Aber trotzdem, es war gut, es war lustig, schön.
Und ja, wir suchen uns jetzt einen Platz für die Nacht und dann sehen wir uns morgen. Wir hatten gerade noch mal eine unerwartet schöne Fahrt hierher. Also heute haben wir wirklich Glück mit dem Wetter und wir sind an ein paar Vulkanen und auch an einer Lagune vorbeigezogen. War richtig schön und jetzt sind wir am Schlafplatz angekommen. Aber irgendwie lässt uns so ein Gedanke nicht los, denn wir waren jetzt quasi am Äquator, in der Mitte zwischen Süd und Nord. Wir sind ja gestartet, ganz oben im Norden, Paktojaktak, arktischer Ozean, sind bis ganz nach unten, nach Ushuaia, an den südlichsten Punkt unserer Reise. Und jetzt am Äquator sind wir ja quasi in der Mitte, aber für uns ist es ja doch fast das Ende. So viel bleibt uns ja gar nicht mehr auf dieser Reise. Ist irgendwie ein sehr schräges Gefühl. Aber umso mehr müssen wir jetzt den Rest einfach noch genießen. Und wenn ihr auch gespannt seid, wie es weitergeht, dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das ganz einfach durch ein Like, einen Kommentar, durch ein Abo und durchs Hypen. Ihr unterstützt uns damit und es bedeutet uns sehr viel. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego! Hasta luego! Die Sonne. Nur dann